Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute zwei absolut unbekannte Gesichter für euch. Die haben nämlich beim Charity-Event 5.500 € für diesen Angeltag mit mir ausgegeben. Und da ich dachte, das ist schon echt eine Hausnummer, habe ich euch noch die Kirsche auf der Torte mitgebracht. Den unverwechselbaren Felix Wegesser. Der ist auch dabei. Weg, Junge! Jungs, ich bin auch mit am Start. Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, heute ein paar schöne Barsche zu fangen. Wie sind eure PBs? Meiner liegt bei 43 momentan. Und bei mir 45 cm. Nicht schlecht. Ihr wisst alle, wenn PBs gefangen werden, egal für wen auf dem Boot, der muss schwimmen gehen. Uiuiui. Das ist eine Regel. Jetzt geht's aufs Wasser, dicke Barsche. Let's go. Wie immer ist unser Gespann nicht gerade ideal für diese Traileranlagen hier. Weiter, weiter. Halt! Der hört gar nicht. Jetzt könnte was sein. Stopp, Vecki, stopp! Guck mal, der fährt einfach weiter. Gerade, Vecki, gerade. Okay, Vecki. Ein Stückchen kannst du noch. Oh, oh. Vecki, Ja? hier geht nichts an. Team Chaos. So wie es aussieht, ist die Starterbatterie leer. Wir haben das Boot jetzt echt lange nicht verwendet. Und das sieht gerade nicht gut aus. Der Motor geht nicht an. Mal schauen, ob das denn eine Lösung findet. Du bist doch Elektriker, komm mal her. Kann man das dann überbrücken mit einem Dingskabel? Batterie. Ich rufe mal Basti an. Oh Mann, geht mir das auf den Sack. Das denn am Telefon, der wird das schon regeln. Warum geht keiner ran? Das ist auch das Geilste. Ja, kriege ich schon irgendwoher ein Überbrückungskabel. Hast du eins dabei? Habt ihr sowas im Auto? Ups. Aber ist das Batterie? Das klingt eher wie kaputt, oder? Der gewünschte Mann, ey! Scheiße. Ja, also habe ich mir nicht vorgestellt. Der erste Barsch-Angeltag im Jahr. Meine Starterbatterie ist leer. Ich bräuchte irgendjemanden, der mir hilft beim Überbrücken. war doch nett. Ja, gerade frisch abgeholt das Okay. Ding. Aber Wir haben was dabei, wir kommen. Wir sind direkt vorm Hafen. du bist ein geiler Typ, Alter. Haha, Ja, geil. wir kommen. Danke, tschö. Bis gleich. Ciao. Von wegen Team Chaos. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Ja, So, Franken regeln das. ey! Du musst auf dem Boot vorsichtig sein. Du kannst nicht auf meine Brille treten. Ja, gerade unseren Kameramann angekackt, dass er nicht auf meine Brille treten soll hier. Hab ich mich mit meinem fetten Arsch selber aufgesetzt. Team Chaos, ey. Jochen, du bist unsere Rettung. Schauen wir mal, hoffen wir es mal, dass das klappt. Ich hoffe, es ist die Batterie. Weil es macht komische Geräusche. Oh. Das Licht muss leuchten, steht da. Da leuchtet aber nichts. Ja, jetzt machen wir erst mal ran. Erstmal ranmachen. Das klingt schon mal viel besser. Haha, Jochen, Junge! Jochen, danke schön. Gerne, Männer. Komm, wir wollen mal was fangen hier. So, wir haben es endlich geschafft. Ah, hab von Vecki auch eine neue, schnelle Brille bekommen. Bisschen groß, aber egal. Jungs, erzählt mal, wo angelt ihr sonst eigentlich? Brandenburg. Ja, wir fischen hauptsächlich kleinere Seen in Brandenburg, vom Bellyboot aus meistens. Und da hast du 43 dein PB bis jetzt. Nee, der war damals also auch ein kleiner Dorfsee, aber vom normalen. Von Ja, geil. Auf was gefangen? Twitchbait. Twitchbait. Und du? 45er Barsch und vom Ufer. Aber ansonsten auch viel vom Belly Und unterwegs. in Brandenburg, ja? In Brandenburg. Ja, das zählt dann doppelt. 90er. Abmarsch. Bevor es mit dem Angeln anfängt, die ersten Verletzungen. Ich weiß gar nicht wo und warum. Wir machen ein bisschen Carolina Rig, die Jungs. Ich schleife mal die Craw. So, ich bereite den Jungs mal einen Köder vor. Craw am Skirted Jig. So, Toni, Vielen Dank. Craw am Skirted Jig, die muss funktionieren. Das wird der Erfolgsköder heute. So, die anderen fangen alle mit Craw an. Ich habe mir einen Raven in 5 Inch montiert am Sea-Rig. Auch der erste Wurf für mich. Go! Jungs, ein Tipp, was ich probieren würde, nicht so sehr jiggen, wirklich probieren zu schleifen. Immer Grundkontakt haben und die Muscheln zu spüren, das ist wichtig. Merkt ihr das? Wenn ihr so, Ja, teilweise ja. genau. Und dann einfach so langsam rüberschleifen und dann merkt ihr manchmal nur festhalten oder manchmal merkt man auch ein Biss. Aber dieses klassische Jiggen kann man nachher auch probieren, funktioniert hier aber oft nicht so gut. Also Tim, du hast ja geboten. Dich habe ich zumindest bei der Auktion immer gesehen. Es gab noch jemand anderes, insgesamt 11.000 €. Das ist natürlich krass für die Kids da. Ne? Also ich glaube, die haben da echt schöne Sachen gekauft. Aber wie kommt man dazu,
5.500 € auszugeben für einen Angeltag, das würde mich echt mal interessieren. Ja, ist natürlich auch für uns eine Riesenstange an Geld und ohne die Aktion von Tim Blome hätten wir auch niemals 5.000 € für einen Angeltag ausgegeben. Also ich glaube, diese Zusammensetzung aus Angeln und der Spendenaktion, die war key in dem Moment. Habt ihr schon mal hier in der Region geangelt? Hier nicht, wir waren ja immer in Maurig, Ja. ansonsten noch gar nicht. Maurig ist auch, kann zäh sein. Wartsee. Ich war da 4 oder 5 Mal und habe da noch nie einen Fisch gefangen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Biss da gehabt. Von daher brauche ich nicht unbedingt wieder. Die Jungs haben noch keinen Barsch gefangen, so geht es natürlich nicht. Deswegen gucken wir jetzt mal mit dem Sidescan hier die Kante entlang, ob wir da ein paar Barsche finden. Das Gute ist, dass der Motor immer wieder angeht. Das heißt, die Bootbatterie ist nicht kaputt, sondern war nur leer. Oh, Fisch. schnell. Ausgestiegen, ja. Scheiße. Verloren, ne? Scheiße. Ah, schade. Also war schwerer Fisch war schon, also war jetzt kein kleiner Hier gibt es Fisch. auch wenig kleine Barsche, muss man sagen. Ja, ist tatsächlich so. Der erste Biss war da, das ist doch schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir hier nicht so ganz verkehrt sind. So, relativ trüb. Wir kriegen kaum Bisse auf die langsame Führung. Deswegen mache ich jetzt was Aggressives, um vielleicht ein Reaction Strike zu bekommen. Also ein Reaktionsbiss. Und zwar haben wir natürlich jetzt bald, ich weiß nicht, ob es den schon auf dem Markt gibt, unser Metal im Programm. Ein richtiger Radaumacher, den jiggt man ganz normal über den Grund und da hoffe ich jetzt, den ersten Barsch zu fangen. Tim hatte die Chance schon, hatten leider verloren. Hier für mich Metal. Mal gucken, ob es was bringt. Becky, was sagst du? Ja, könnte ein Versuch wert sein. Das ist eine Allzweckwaffe auf Hecht, Barsch und Zander. Guckt doch mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link für einen Shop. Beckys Shop, nämlich First Cast Rubrik oder auch so, da findet ihr den. So, jetzt fange ich einen, Becky. Ich hoffe es. Na, irgendwie ist ja nichts. Wenn ihr heute einen 56er fahren, egal, wenn irgendeiner heute einen Ü55 fängt oder 54, gehe ich auch baden, egal wer es ist. Becky, du auch? Ja, bin ich dabei. So Leute, jetzt ein wenig mehr anstrengen. Mehr Konzentration. Die Sonne ist wieder da. Ja, gerade ist das noch alles ein bisschen slow. Hoffentlich ändert sich das gleich. Aber ich habe gehört von den anderen Jungs, dass es die letzten Tage oft dann so gegen Mittag, gegen Nachmittag richtig losgegangen ist. Ich bin irgendwie ein bisschen gefrustet. Ich hätte mir es besser vorgestellt. Aber was ich ist, kann auch werden. Und wir werden heute nicht aufgeben. Nie. 2 PBs werden heute geknackt. Hört auf mich, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das glaubt. Jetzt. Nicht später gucken, sondern jetzt in die Kommentare schreiben, werden 2 PBs geknackt. Am Ende fangen die nichts und wir fangen so 2 Riesenmonster und schrauben unseren PB hoch. Nee. Nee. Bereite hier mal eine kurze Stärkung für Dustin und mich vor. Weil hungrig nichts fangen macht noch weniger Spaß wie einfach nur nichts fangen. Ja, ist ja absolut ehrenhaft, was die Jungs gemacht haben, so viel Geld für eine gute Aktion auszugeben. Und wenn ihr auch mal bei einer guten Aktion teilhaben wollt, gibt es den Tim Blome. Becky, erzähl mal ganz genau, wie das funktioniert. Erstmal gib mir mal das Brot. Erstmal kriegst du ein Brot. Dankeschön. Der Tim hat einen neuen Instagram-Kanal aufgemacht. TB Friends, glaube ich. Tim Und- Blome and Friends. Genau. Den verlinken wir euch auch mal in der Videobeschreibung. Und da startet er eigentlich jetzt regelmäßig immer wieder kleine Aktionen und versucht an verschiedenen Ecken zu helfen. Und ihr Angler oder wir versuchen unsere Community da mit reinzunehmen, damit die Angler da ein bisschen was Cooles tun. Und oft ist es auch damit verbunden, dass man gleichzeitig ein bisschen was dabei gewinnen kann. Dass Firmen Genau. jetzt wie wir, CMB oder auch Nace, da noch ein bisschen was in den Lostopf reinwerfen, damit alle, die was spenden, auch noch einen kleinen Anreiz haben, noch vielleicht was zu gewinnen. Genau. Deswegen geht mal in die Videobeschreibung, folgt dem Kanal unbedingt. Wir werden da jetzt auch noch bald auftauchen. Und jetzt gehen wir daran, einen dicken Fisch zu fangen. Oder? Ja, erstmal mache ich mir noch ein Brötle. Brötle? Und dann geht's an den Fisch. Ah, ich mache nur ein ganz kurzes Päuschen. Das ist Beckys Spezialität, Pause machen, das kann er gut. Oder Becky? Klappt bis heute auch, also meistens besser als das Fischefangen. Heute auf jeden Fall. Aber wir haben ja gerade erst angefangen, Becky.
Bei dem Fangergebnis hätte ich eigentlich den ganzen Tag schon Pause machen können. Das weißt halt immer erst danach leider. 5 Minuten, dann bin ich wieder am Start. Das will ich mal sehen. Oh, Fisch! Guter Biss. So, endlich das. Ah, noch nicht das, was wir brauchen, aber Schon mal ein guter Anfang. guter Ein Anfang. solider 43er. Schöner Winterbarsch, aber um ehrlich zu sein, hätte ich es lieber gehabt, dass er bei euch gebissen hätte, Jungs. Oh, das ist ein wunderschöner Barsch, zumindest optisch wunderschön. Tolles Tier, oder? So, guck mal, der hatte sogar Hunger, unser neue Craw am Skirted Jig. Echt ganz geil. Jetzt kriegen wir noch ein Measure Tape, aber das ist ein wunderschöner Fisch. Guckt euch mal diesen weißen Saum hier an diesen Brustflossen an. Und ein schöner Bauch. Ja, 43. 43er. Wunderschönes Tier, das jetzt schnellstmöglich wieder in sein Element zurück darf. Jetzt haben wir die Beißphase eingeläutet. Jetzt gibt's Fisch, Jungs. Jetzt knallt ihr eure PBs raus. Da bin ich mir ganz sicher. So, Skirted Jig. Ich hätte ja gedacht tatsächlich, dass Carolina zuerst fängt, Jungs. Ich glaube, die hat richtig im Flachen gebissen. Fisch! Der ist größer. Das ist ein richtig großer. Alter, das denn? Das war Das ist ein Fuffi. genau der Wurf danach. Der hat easy Der war Fuffi. schon an der Oberfläche. Die stehen anscheinend flach. Oh ja, das ist ein schöner. Leute, Alter, das ist da ein kommt Fuffi. gerade ein Monster. Jetzt! Alter Schwede. Juhu! Das denn? Ist das Personal Best? Alter, ist der riesig. Entweder ich habe schon ewig keinen großen Barsch mehr gesehen oder das Ding hat weit über 15. Alter Schalter, Guck Junge! mal, das jetzt siehst du. Alter! Fuck, ich bin am Zittern jetzt. Und ich habe schon oft gesagt, aber ich glaube, das ist mein Personal Best. Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein 3-Kilo-Fisch ist. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Habt ihr so einen Fisch mal gesehen? Das ist mit Sicherheit mein PB. Alter Schalter! Alter! Wecki, das ist der größte Barsch, den ich je hatte. Oder? Lass uns den mal ganz kurz messen, lassen wir das mal einschätzen können, was wir hier Alter. da haben. Alter, das denn? Wo sind wir hier? Alter, der hat 55, dieser Barsch. Ja! Was ist das für ein Monster? Ey, das ist ein 55er Barsch. 55 Zentimeter, Jungs. Alter, 55 Zentimeter habt ihr. Alter. Das ist so ein... Alter, das was sind ist da los? 55 fucking Zentimeter. Leute, was ist da los? Ich glaub's nicht. Ich hab vorhin noch Wir haben gesagt. ein PB. Ja! Heute geht jemand baden. Alter guckt euch Schwede. dieses Tier an. 55 Zentimeter. Und guckt hier. Unsere Craw am Skirted Jig, unsere neue. 55 Zentimeter. 55 Zentimeter. Weg, ich glaub's nicht. Oh, ich muss was sagen. Jungs, Alter. 55, ey, das sind 3 Zentimeter mehr. BB. Ist so ein Fisch. Also, viele würden sagen, das ist unmöglich, einen Fisch jemals im Leben zu fangen. Ich dachte bis vor kurzem mal so unmöglich. Jungs, ey, ich muss jetzt erstmal klarkommen kurz. Ja, wir haben schon viel gemeinsam auf dem Boot erlebt, aber sowas. Ich glaube, also 55er Barsch hat den Stellenwert für mich wie mein 1,1 Meter Zander. Ja, 55 ist krank. Und ich glaube, ich kenne deutlich mehr Leute, die einen Meterzander in ihrem Leben gefangen haben, als Leute, die einen 55er Barsch gefangen haben. Ich kann nicht mehr, Alter. Yes, Ricky, lass schon mal an. Sogar PB, scheiße, ich muss baden geil, gehen, ihr kleinen Arschlöcher. Der Lange geht dort baden. Oh, yes! Boah, ist das krass. Danke, Jungs. Ey, aber eigentlich, der ist für euch bestimmt, ne? Ja, Deshalb wird jetzt gleich weitergeangelt, Jungs. So, eine letzte Mal, mein Lieber. Ein weiterer PB, den wir gemeinsam geknackt haben. Aber das war ja ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter angeln, das noch mal kurz verdauen, weil
Was soll jetzt noch kommen? Barschangeln einstellen. Leute, ihr wart gerade an einem Angeltag dabei, den wir alle hier niemals in unserem Leben vergessen werden. Hey, ist krank. 55, Alter. Das ist krank. Und auf unseren Prototypen der neuen Craw. Ich habe die alte Craw drauf, du hast die neue Craw drauf. Die hat ihre Feuertaufe mehr als bestanden. Die ist Alter. marktreif. Danke dir. Für mich und für die Nachwelt will ich nochmal die Combo festhalten, mit dem ich meinen Personal Best gefangen habe. 55 fucking Zentimeter, ey. Nace One Casting, 10 bis 30 Gramm. Mit einer relativ alten Rolle von mir. Eine Shimano Corrado 71 XG. Aber was ich seit neuestem sehr oft mache, vor allem wenn ich Cross schleife, ich fische mit Fluorocarbon durchgängig. Das ist das Stroft FC2 in der 0,27er Stärke. Und dann unsere Craw, unsere neue am Skirted Jig von Keitech. Die anderen sollen angeln, ich bin durch. Ich bereite mich mental aufs Baden vor, ey. Stimmt, du musst doch baden gehen, Leute. Da bringe ich dir dann ein Handtuch, okay? Das ist mir so egal, 55, Junge. Ich würde auch baden. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja extrem hoch, dass du nie wieder einen größeren Barsch fangen wirst. Das gleiche habe ich mir damals beim Zander auch gedacht, vom Ufer, aber ich glaube, 1,1 Meter Zander zu fangen, nochmal zu toppen, ist meinst du Wahrscheinlicher. Wahrscheinlicher als ein... Ich glaube auch. Ich glaube schon. 10 Minuten Pause gemacht, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich greife jetzt wieder ins Geschehen ein, aber für mich ist heute total egal, was passiert. Ich freue mich, wenn ihr Jungs heute noch ein PB fangt jetzt. So, ich lasse uns ein bisschen runterdriften, oder? Auch wenn wir hier noch ein paar Bisse hatten. Ja, ja, ja! Fisch on. Endlich. Was sagst du, ein größerer oder? Ja. Noch ein 55er? Nee, weiß ich nicht. Aber so groß ist der nicht. Ja. Der wird Nicht, 42 haben. nicht PB. Aber trotzdem aber schöner Fisch. trotzdem geiler Fisch. Petri, ey. Geil. Ah, wir haben den Code geknackt, glaube ich. Petri? Aber direkt wieder ganz im Flachen hinten. Geil. Ein sehr schöner Fisch. Guck Wir mal, sollten den doch mal messen auf jeden Fall. ich sag dir eins, Könnte. der sieht klein aus Ja, jetzt, ja, weil ich wir einen glaub auch. 55er gesehen haben, aber der hat trotzdem weit über 40. Ich glaube, der Komm mal her, ich habe sogar... hinter dir das Mesher-Tape fertig gemacht. Nee, Ja, 43, Aber solide. fetter Nein, Fisch. guck mal. 44. 44. fetter Fisch. Geil! Geiler Fisch. Geil. Geil. Auf den Raven. Ja, auf den Raven. Am Carolina Rig. Geiler Fisch. Den darfst du jetzt hier zurücksetzen. Geil. Schöner Fisch. Ja, wirklich schöner Fisch. Fisch! Klingt noch? Ah, weg, ich Idiot, weil ich am Handy gespielt habe. Ah. Oder hast du mir reingehauen? Jetzt hat er. Jetzt hat er. Nein! Scheiße. Weiter, 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 weiter. Wir haben sie jetzt am Band. Jetzt! Da ist er. Oh, das ist aber ein großer. Das ist ein Zander oder ein Hecht. Großer Hecht. Ja, echt. Egal, Fisch ist Fisch. Cashst du ihm den? Nicht der Zielfisch, aber Fisch ist Fisch. Ja, mal, kleiner Spritzer, kommt wieder zurück. Der dritte Kontakt heute. Auch auf der Craw am Skirted. Leider nicht der erhoffte Barsch, aber etwas Zeit haben wir noch. Ich hatte gerade noch ein bisschen Schere abgebissen. Ich habe gerade so überlegt, das war ein gutes Karma, glaube ich. Die Jungs haben für 1 cm Barsch 100 € bezahlt. Das heißt 55 cm, 5.500 €. Aber er hat leider bei Falschen gebissen. Ja, leider hat er beim Falschen Nicht gebissen. beim Spender. Nicht beim Spender. Aber ey, Jungs, für mich das krasseste Angelerlebnis, was ich je hatte. Mal Barsch, also eigentlich mein Lieblingsfisch im Moment. Und dann 55. Es ist so krass. Es ist so krass. Ecki, Ja. auf Instagram fängst du keine Fische. Ich bin auch auf Snapchat und nicht auf Instagram. Und da geht's, ja? Viel weniger als am Wasser kann ich ihn nicht fangen. Oder als an der Route. Die Schnur muss nass sein. Schreibt mal in die Kommentare, wer das gesagt hat. Schnur muss nass sein. Nichts los hier in dem Tümpel.
Haben wir in die Luft draußen, ja? Fisch an! Fisch, Fisch, großer Fisch. Kescher, 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 Kescher. Sagt er. Ich habe gerade eben in dem Moment zu Dustin gesagt, jetzt ist gerade ein wenig die Luft draußen. Nee, du hast gesagt, wegen die Luft raus. Ja, ist glaube ich kein ganz großer. Oh, schönes Tier, Alter. Henry, mein Freund. Dankeschön! Der erste Barsch für mich in dieser Saison. Und gleich ein schöner. Oh, auf dem Raven. Alter, ist das ein geiler Fisch. Sehr schön, oder? Oh, wie schön der ist auch. Richtig gut genährt. Geil, freue ich mich sehr. Raven, da ist er. 5 Inch in 10,05. Immer eine Bank. Ein wunderschöner Fisch. Boah, das ist ein richtig schöner Fisch. Ich schätze, der hat ungefähr 44 cm. Ich sag 47. 47, echt? Ja. Da habe ich mich verschätzt, glaube ich. Was hat er? 44. 44. Mega. Freue ich mich sehr drüber. Geil. So kann es weitergehen. Hoffentlich für die Jungs jetzt auch gleich. Denn Dustin und ich haben jetzt jeder einen schönen Fisch gefangen. Jetzt Kommst sind du die mit anderen baden, beiden ne? dran. Ist ja dein Pipi. Ja. Geiler Fisch, ey. So, der Kollege darf zurück. Yes, geil. Gerade in dem Moment gar nicht dran geglaubt. Ich habe gerade eben zu Dustin gesagt, jetzt ist irgendwie gerade ein wenig die Luft draußen. Und schwuppdiwupps war wieder beste Laune. Becky macht immer so gute Fragen. Würdest du für einen 60er Barsch 5 cm deines besten Stückes abgeben? Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Becky hat gesagt, er wird es machen, fällt dir gar nicht auf. Ja, der Fisch von Becky war geil. Wir haben nur gerade gesagt, also wirklich ein wunderschöner Fisch. Wir haben nur gerade gesagt, man stellt sich einfach vor, es war ein 44er Barsch und der andere war einfach 11 cm länger. Es ist so geisteskrank, ich kann es immer noch nicht glauben. Der hätte den fressen können. 55 einfach. Gleich kommt noch einer. Oder 2 oder 3. Toni, Toni, Gas geben. Rind damit. Der neigt auch zu Angelpausen wie ich. Oh, da kam er hinterher. Ach du Scheiße. Was? Hast du gesehen? Was? Oh, ein Riesenbarsch. Barsch? Da ist er dann wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, warte, ruhig, ruhig, ruhig. Der ist ja raufgegangen sogar. Aber ja. Da ist er. Ah, jetzt hat er ihn. Weg, guck, rein, catch ihn, catch ihn, catch ihn. Jawohl! Hey! Jawohl! Hey! Der Abstauber. Abgestaubt, ey. 43 ist dein PB? Ja, der wird Das ist er nicht. Scheiße! Das ist ein 41er. Pass auf, Halt mal. 41er glatt. Ich dachte, wir gehen baden. 41. Na, ganz so klein ist er nicht. Also Das Schöne ist, jetzt sind wir alle entschneidert. Alle haben schöne Barsche gefangen. Ey, das gibt's doch nicht. Aber eine Murmel. Eine Murmel, eine 40er Murmel. 40 glatt? 39,9 oder so. Krass. Geil, Toni. Kein Monster, aber schon ein sehr, sehr schöner Fisch, oder? Wunderbar. Oh, geil. Stell Ja, mal gut. bitte doch vor. So. Wieder Rinn ins Wasser. Das gute Gerät. Sehr gut. geil, Petri. So, jetzt hat es auch endlich für Toni mit dem Barsch geklappt. Und das war ja eine richtig geile Barsch-Action. Der Barsch ist hier 2-3 Mal rumgeschossen, wir haben den gesehen. Aber ich habe nicht dran geglaubt, dass der jetzt wirklich nochmal den Köder dann nimmt. Und dann hat Toni den da abgestaubt, indem er da seine Craw nochmal runtergelassen hat. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Dustin eingesammelt. Das gibt Ärger. Nee, doch nicht. Das gibt Ärger, ja. Hab ihn doch nicht eingesammelt, zum Glück. Für all diejenigen, die liken, kommentieren und abonnieren, wie immer, verlosen wir den Erfolgsköder, mein PB-Köder, 55 cm, unsere neue Craw, mit Bleiköpfen. 5 Stück verlosen wir. Also liken, kommentieren, abonnieren. Wir machen dann natürlich zusätzlich ein schönes Paket fertig. Das bleibt nicht dabei, kommen noch andere Köder dazu. Aber als Hauptgewinn quasi unsere neue Craw. Noch Prototypen gibt es noch nicht im Handel. Ne? So eine Glocke gibt es hier auch. Wo ist das hier immer? Ne? Links, rechts, unten, links, weiß ich was. Egal, einfach Glocke drücken. Fisch! Guter Biss! Kein Monster, aber trotzdem ein schöner Fisch. Ja, ey! Es beißt noch. Jungs, ihr müsst Gas geben, wirklich. Ich glaube, das wäre dein PB, mein Freund. Ich glaube, das ist Barsch Nummer 6. Oh doch, der ist deutlich größer, als ich gedacht hätte erst. Ja, Oh, der ist richtig lang. Hoppa! Und da sieht man, worauf. Auf unsere neue Craw. Ja.
Hat er sie weggenommen. Ich freue mich bei so, wenn die endlich auf den Markt kommen. 46er, das wäre sogar PB für beide, oder? Geiler Fisch. Jungs, ihr müsst wirklich nochmal Gas geben. Petri. Ich freue mich, der darf schnell zurück, weil eigentlich ist jetzt wirklich wichtig, dass die Jungs den fangen. Tschüss, Großer. Wunderschön. Ah, yes. Kann man schon nicht meckern, ey. Es fühlt sich zwar zäh an, wenn man die ganze Zeit angelt und wenig passiert, aber wir haben jetzt 6 Fische. Und ein Hecht. Und ein Hecht. Jungs, seid ihr noch motiviert? Seid ehrlich. Bis zum Ende, bis zum Ende. Der Mut stirbt zuletzt. Habt ihr die Hoffnung, noch euren probiert zu fangen? Ja. Noch sind wir auf dem Wasser. Ja, for me it's over for the day. Aber ey, Jungs, ich sag euch eins, es hat sich gelohnt. Ich hoffe wirklich, dass euch das... Du kannst weiter angeln. Dass euch das auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Na klar. Auch wenn es leider nicht mit dem PB gereicht hat. Trotzdem dicke Fische gefallen. Ja, genau. Schöne Fische, dicke Fische. Ich würde sagen, ich muss jetzt leider noch baden gehen. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich moderiere noch nicht ab, weil es kommt noch aus dem Wasser. Vielleicht schaffe ich das nicht, ne? Aus dem Wasser abzumoderieren. Oh, du schaffst. Schaffst du? Oh, probiere ich. Also, ab zum Hafen und dann ab Jetzt ins Wasser. baden. Ab ins Wasser mit dem Langen. Liken, kommentieren, abonnieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Fuck you. 55.